good. Yeah, they grow into it. It's step by step, and sometimes you think, wow, they got it all, and other times you're like, oh my goodness, what was that? But I mean, we all have our stuff that we have to overcome, but they're growing, and it's beautiful to watch. Yeah. Amazing. Yeah. Amazing. Thanks for sharing, guys. Yeah. You're welcome. So good. Come on. Wow, thank you for asking from Israel. God bless you and so your cool. wife. Thank you. Yeah, Israel. Yeah. Come on. Oh, and the other thing, I won't leave that out. You know, it's really important to have long, luxurious lovemaking every single day you can. It's just great. It's actually intercession, okay? So no shame. This is really important, you know, for married couples and married love to be really strong in that reality, because that's the picture of Christ in the church. That's the divine act that really tears down the devil's kingdom and releases the joy of the Lord. And so marriages, this is something that the enemy is attacking, bringing shame, bringing guilt, bringing condemnation, things from the past, and putting that in between holy, godly men and women that are, you know, married. And it's really important to be like, hey, get over the shame and really love each other and serve each other well in that area, because it's just really empowering and important for the relationship. So I have to mention that. We can talk about kids, but come on, how do kids come? Oh, hallelujah! Through intercession. Come on. Come on. Praise God. Praise God. Yeah, it's important, guys. It's important. And this is what's going to help when fathers and mothers and people in the family of God are openly able to talk about this reality, this important aspect of God's creation in the sanctity of marriage. You're going to have a real shining bright light of hope to those who are in the world that have no idea what beautiful intimacy and love is. You know, they're getting the other, you know, pushed on them constantly through our media and through the culture, but rarely are they seeing the family, the bride, the man and the wife living in a holy, holistic relationship that's sanctified, you know, and that's clearly and rightly being talked about, you know. It's not mixed with a bunch of dishonor and that sort of thing. Mm-hmm. So anyway, that's an important thing. So I take that with you as well. Yes, come on, thank you. Yeah. Woohoo! More Lord. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So any more questions? Or it's kind of late. Everybody's tired. It's okay. We're okay though. Ja. Fragen? Noch Fragen? Hat noch jemand eine Frage oder eine Anregung oder irgendwas, was er teilen möchte? Ich warte. Genau. Huh? Adina, hast du noch eine Frage, ha? Yeah. No. I was very inspired about what you talked about, the topic of family and being united, having the unity in the church. So what do you think? What can we, okay, you gave us also the practical tools, what we can do to live unity in the body of Christ. How to, you know, there are so many people in different churches, and what steps can they do to change the culture in that church where they are planted in? Yeah. To bring the factor in that.
that you carry. Yeah. I mean, you're in a church. It's important for you to serve the leader of the church. Also wenn du in der Gemeinde bist, ist es wichtig, dass du der Leitung in der Gemeinde dienst. And so that's really important to serve the church, and there's the leader that God put there. Also es ist wichtig, der Gemeinde zu dienen und der Leitung, die Gott da gesetzt hat. Now, if it's a healthy church, they're going to want more fellowship. Und wenn es eine gesunde Gemeinde ist, dann wird da mehr Gemeinschaft sein. So they're going to be really excited about two to three people gathering together. Das heißt, die werden sich wirklich darüber freuen, wenn sich 2, 3 Leute versammeln. They're going to be excited about, house meeting in people's homes. Sie werden sich total darüber freuen, wenn Leute sich bei sich zu Hause treffen. They're going to be excited about you inviting people to the big church gathering or to their Sie werden sich service. darüber freuen, wenn du Leute zur Gemeinde einlädst. So those things are very important. Also diese Dinge sind sehr wichtig. Just get people gathered. Also versammle Leute. Small groups, really small groups or bigger groups. In ganz kleinen Gruppen, Hauskreisen oder auch größeren Gruppen. And the focus of every gathering is encounter Jesus. Und der Fokus von jeder Versammlung ist, dass der Jesus begegnet. Like it's all about knowing Jesus. Und es geht alles darum, Jesus zu kennen. And then the second point is, which I clarified, like I gave those points in the message, but it's be open and honest about things that are getting in your way. Und der zweite Punkt ist, dass du offen und ehrlich bist über Dinge, die dir im Weg stehen. From you and Jesus. Zwischen dir und Jesus. And that's what happens is those points are where we get the word and we start speaking the word and we get built up and encouraged through prophecy and those types of things. Und das sind die Sachen, wo wir dann das Wort hören und wo wir einander erbauen und durch prophetische Worte und solche Sachen. And then the third point is go do mission together. Und der dritte Punkt ist echt, macht gemeinsam Mission, geht auf Mission I miteinander. promise you, no pastor, no leader is going to be, crying about you going out with a couple people or a group of people and praying for people. I'm talking a Holy Spirit filled pastor, like praying for people and inviting them to the church. Also Pastoren, die irgendwie gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, werden sich immer drüber freuen, wenn du gehst und für Leute betest und die einlädst in die Gemeinde. Or inviting them to your house. Oder wenn du sie einlädst in dein Haus. So things like that are kind of the basic kind of simple practical ways that you can Das sind ganz einfache, simple Schritte, die du serve tun your kannst. church and build family. Und auf die Art und Weise kannst du deine Gemeinde dienen und Familie bauen. And what's really important is that even if when God calls you to a church, Und was wichtig ist, wenn Gott dich zu einer Gemeinde beruft, be faithful to that church dass du treu bist and be faithful to that church with your giftings und dass du dort dienst mit deinen Gaben and serve the vision of that church with your giftings. und dass du der Vision von der Gemeinde echt dienst mit deinen Gaben. I promise you, it's not all going to be perfect. Und ich werde dir versprechen, keine Gemeinde ist perfekt. There's no perfect leader. Es gibt keinen perfekten Leiter. There's no perfect vision Es gibt keine perfekte Vision. outside of the Bible, of course. Außerhalb von der Bibel natürlich. And so, but be there, planted there, and serve to the best of your ability. Sei da und dien einfach so gut du kannst. Make that place as rich as you possibly can Und erreiche den Ort so viel du kannst, for the time that you're there. wenn du dort bist. See, because what happens is like there's apostles and there's prophets and there's evangelists. Was passiert ist, also es gibt Apostel und Propheten und Evangelisten. Then there's the pastors and the teachers. Und es gibt die Hirten und die Lehrer. And the leadership of the church are actually the foundations are the apostles and the prophets. Und das Fundament von der Leitung der Gemeinde ist eigentlich die Apostel und Propheten. And the apostles and prophets are often traveling. Und die Apostel und Propheten sind oftmals unterwegs. They're like in a place for a time and then God sends them. Die sind für eine Weile an einem Ort und dann sendet Gott sie weiter. And then they are effective there and then they're sent another place. Und dann gehen sie dort und dann sind sie dort effektiv und dann müssen sie wieder weiterziehen. And they move around and they're like fathering and leaving like legacies behind. Und die bewegen sich so und die sind wie Väter und die hinterlassen dann hinterlassen einfach ein Erbe.
Yeah, like inheritance behind. And so you have like all these things happening. So the leaders, like, and what's happened for a long time within church history is the apostles and prophets have been sidelined. Und was lange passiert ist in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, ist, dass die Apostel und Propheten eigentlich nur so an der Seite waren. Oh, the apostles, they're too crazy. Oh, die Apostel sind einfach zu verrückt. The prophets, they're just always praying and having crazy visions. Oh, die Propheten beten die ganze Zeit nur und haben irgendwelche krassen Visionen. You know, and they're just not stable. Und die sind nicht stabil. And so the church adopted, hey, the pastor, the teacher. Und dann hat die Gemeinde sich eher so auf den Pastor, den Hirten und den Lehrer And it's a much more stable gift. weil es eine stabilere Gabe ist. But what we have to realize is that all of the workings of the fivefold giftings need to be working together. Aber was wir realisieren müssen, dass eben der ganze fünffältige Dienst zusammenarbeiten muss. And the vision of the church is apostolic and prophetic. Und dass die Vision der Gemeinde apostolisch und prophetisch ist. We're a movement. Wir sind eine Bewegung. Because we do not want any souls perishing and going into the eternal fire. Denn wir wollen keine Seele, die in die Hölle geht. In any nation, with any tongue, any tribe. In keiner Nation, keine Sprache. So the apostle is always thinking, where can we expand? Where can we just completely destroy the devil's territory by planting new families everywhere we go? Und der Apostel überlegt sich die ganze Zeit, wie können wir wachsen? Wie können wir das Königreich Gottes ausbreiten? Wie können wir die Werke der Finsternis zerstören? And the prophet is going, oh, well, hold on, apostle, are we doing this faithfully? Und dann der Prophet sagt immer, hey, warte, Apostel, machen wir das treu? Are we face to face with Jesus, or are we just doing man's program? Sind wir von Angesicht zu Angesicht mit Jesus, aber da haben wir hier nur menschliche Programme? And this accountability between the prophet and the apostle is like the leadership foundation of Jesus being advanced in the nations. Ja, und diese Beziehung, wo sie sich gegenseitig Rechenschaft geben, die ist wichtig im Reich Gottes. That's why you need apostolic leadership in your life. Deshalb brauchst du apostolische Leidenschaft in deinem Leben. And you need prophets in your life. Und du braust Propheten in deinem Leben. Prophets, prophetesses, whatever. Like Prophetinnen it's not about gender. Also es geht jetzt nicht um Geschlecht. And this is so critical for health. Und es ist so wichtig für die Gesundheit. And the direction that we're going. So you could be a prophet or prophetess in a church that God called you to. Also du könntest zum Beispiel ein Prophet sein in der Gemeinde, wo du berufen bist. And you're like, you know, building a community of believers. Und du baust da eine Gemeinschaft von Gläubigen. Assisting the pastor. Und du unterstützt den Pastor. Who's caring for the people. Der sich den Hirten, der sich um die Leute And kümmert. God's using you to release destiny in people's lives. Und Gott benutzt dich dann, um da echt Berufung freizusetzen. And people who were going nowhere are now going somewhere. Und Leute, die vorher nicht wussten, wo es lang geht, wissen jetzt, wo es lang geht. Because Sister Anointed came and started prophesying. Weil die gesalbte Schwester kam und angefangen hat zu prophezeien. You know, or there's a church that's like pastor's there and he's doing so good. He's taking care of everybody. He knows everybody's name. Oder es gibt einen Pastor, der einfach alle kennt und jeden, ja, I mean, kennt. he's just so likable. And then Mr. Apostle comes in. Und der Pastor ist eigentlich so beliebt. Und dann kommt der Apostel. And he's like, hey, can we start some home groups? Und er sagt, hey, können wir vielleicht ein paar Hauskreise starten? And he starts home groups every 6 months. He's got another home group. Und dann baut er einfach alle 6 Monate einen neuen Hauskreis. And now there's like at the end of 3 years, there's 10 home groups. Und dann Ende von 3 Jahren gibt es dann 10 neue Hauskreise. You know, this is powerful. Or you have like the evangelists. Oder du hast den Evangelisten. They're going out and they're preaching the gospel. Die gehen raus und predigen das Evangelium. And they're inviting people to the church. Und die laden Leute zur Gemeinde ein. And the pastor's going, oh my gosh, I have so much more work. Und der Hirte kann dann sagen, oh, ich habe aber so viel mehr Gotta Arbeit. take care of all these people that the evangelist is bringing. Ich muss mich um all diese Leute kümmern, die der Evangelist bringt. See, all these things this is the beauty of the church. Das ist eigentlich die Schönheit der Gemeinde. And of course, there can be difficulties and political things or whatever that happens within relationships or whatever. Natürlich kann es da Probleme geben, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen oder so. But if the place is a place where God's called you, Aber wenn es der Ort ist, in den Gott dich berufen hat, He's going to use you. dann will er dich dort gebrauchen. And I promise you, you will grow. Und ich verspreche dir, dann wirst du wachsen. You know,
And if you're in a place and you feel like this church is like, okay, I've been here, but I feel like my time's done. Und wenn du an einem Ort bist, wo du weißt, hey, meine Zeit ist vorüber hier, You know what God has for you? dann, wo ist die? So what God has for you Was denn Gott für dich vorbereitet hat, is He has another place for you das heißt, er hat einen anderen Ort für dich that He wants vorbereitet, to plant you in, wo er dich pflanzen will, because that place has the right soil for you, weil dann dort für die Zeit der richtige Boden für so dich that ist, you can grow dass du wachsen and kannst bear the fruit that you need. und dass du Früchte tragen kannst, die du Because brauchst. certain soils just don't have the right ingredients for the tree that you are. Und vielleicht gibt es einfach einen Boden, der nicht den richtigen, manche Böden haben einfach nicht die richtigen Nährstoffe, die du brauchst, um zu wachsen. So God will send you to the right place Das heißt, Gott wird dich zum richtigen Ort senden, to be faithful there, dass du dort treu bist, but really, really listen to God aber hör echt dem Heiligen Geist zu and don't just leave when the conflict und happens. renn nicht einfach nur weg, wenn es irgendwelche Konflikte gibt. That doesn't work. So geht es auch nicht. That's immature. Das ist unreif. Okay, and so all the immature prophets and immature apostles and immature evangelists and immature every gift, Also alle Gaben, wenn sie noch in Unreife sind, hey, I have to grow too. also ich muss selber auch wachsen. We're all growing. Wir müssen alle wachsen. So just stick with it and be obedient, Also sei einfach treu und gehorch and you'll grow. und du wirst wachsen. As you're obedient, you're going to mature and you're going to step in to more of what God has for you. Wenn du da gehorsam bist, dann wird Gott dich einfach wachsen lassen in dem, was er für dich hat. Yeah, come on. Amen. That's good. That's good preaching. Gute Predigt. Oh, wow, cool. Yeah. Jesus. So good. So good. Jesus. Praise the Lord. Awesome. All right, you guys. Yeah, anything else? I'll turn it over to Sonja. Hier, Sonja, du bist dran. Ja, du bist dran. Ja, ich glaube, jetzt ist auch schon spät, 10:30, und die Archers haben 5 Kinder und die wachen auch wieder früh auf um 6 Uhr, das weiß ich, weil ich habe ein paar Tage bei ihnen gewohnt und da geht es richtig ab, da ist richtig Action im Haus, weil die Kinder sind voller Power und voll vom Heiligen Geist. Das ist so cool, mit denen zu beten und so, mit denen Gott zu erleben beim Spielen. Ja, so würde ich sagen, dass wir dann jetzt alle ins Bett gehen und mit Jesus träumen und die Hausaufgabe machen, die Gott uns gegeben hat durch Zach. Song of Songs, also das Hohe Lied, Kapitel 5, echt reinzugehen und einfach Jesus zu bitten, dass er uns Offenbarung gibt, dass er uns begegnet, weil, ja, also ich begegne Jesus jeden Tag und ich weiß, ich kann gar nicht mehr ohne das Leben. Ich brauche ihn. Er ist wirklich mein Sauerstoff und deswegen lass uns wirklich den nächsten Tagen und lass uns ihm jeden Tag begegnen und in seine Gegenwart kommen. Ja, genau. Von daher wollen wir das so machen. Just to say in English once again. Now we are going to bed because the Archers, they have 5 children. They will be awake very soon at 6 o'clock. So these parents need sleep. This is also important for healthy revivalists and healthy fathers and mothers in the spirit to be good in your rhythm. So let's train it all and go to bed now and do your homework. Yeah, receive the revelation of Jesus as you're gazing upon his beauty and reading the book of Song of Songs, chapter 5, where Jesus is magnified and described. And yeah, let's share next week in our next session, before we start the next session on Wednesday. Let's take a time and share what God spoke to us in his presence. I think that's a good thing. Also nächste Woche, wenn wir uns wieder treffen zur Session am Mittwochabend, lass uns am Anfang einfach teilen, was Gott zu uns gesprochen hat, als wir in den Hohelied 5 begegnet sind. Ja. Deshalb, genau, lass uns jetzt alle schlafen gehen, unsere Träume mit Jesus empfangen. Und vielleicht wollt ihr uns als Väter und Mütter, als Vater und Mutter noch segnen, Zach und Natalie. Ja. Oh, danke so sehr, Jesus, für deine wunderschöne Liebe für uns. Und ich bete, Gott, ja, gieß deinen Geist aus über uns, Gott, über
Deutschland und Europa und die ganzen Nationen, überall. Gott, danke Jesus für guten Schlaf heute. Gott, ich bete für Träume und Visionen. Rede mit uns, Gott. Oh, danke, Gott, für deine Liebe. Oh, deine Liebe ist so schön. Oh, Halleluja, Gott. Heiliger Geist, du bist der Kleber zwischen uns. Mach uns eins in Jesu Namen. Amen. Amen. Come on. Tschüss. So, tschüss. Seid gesegnet und vielen Awesome. Dank. Wir Danke. lieben euch. Danke, Papa, Mama. Wow, I love glory. you. Love you all, family. Be Love blessed. you. Also to Israel. Shalom. Yeah. Woo, Roberti. Love you all, guys. So amazing. See you guys tomorrow in prayer. Prayer sessions again. Come on. Be blessed. Bye. Stay on fire. Bye.